Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Für die heiße Sommerzeit habe ich mir hier ein erfrischendes und leckeres Dessert überlegt. Das hier ist Mango-Joghurt-Dessert, einfach zu machen und fantastisch vom Geschmack. Wie es zubereitet wird, zeige ich euch jetzt. Für das leckere Dessert brauchen wir folgende Zutaten: Mango, Zitrone, Naturjoghurt, ja, und das war's. Die Zutatenliste ist sehr überschaubar, das sind nur 3 Zutaten. Wenn ihr das Dessert ein bisschen süßer haben möchtet, dann könnt ihr auch ein bisschen Agavensaft oder Honig dazu geben. Mir reicht ein Süße, weil die Mango ist schon richtig süß und lecker. Wenn ihr Mango-Desserts mögt, dann bleibt dabei und ich zeige euch, wie ich es zubereitet habe. Als erstes schneide ich die Mango in Würfel, dann gebe ich die Stücke in einen Messbecher, weil die dann nachher püriert werden. Ein paar Stücke werde ich mir auch aufbewahren, um nachher die Gläser schön zu dekorieren. Ich zeige euch einen Trick, wie man Mango einfach schneiden kann. Und zwar, wir haben jetzt eine Scheibe schon geschnitten. Jetzt mache ich schöne Streifen hier und dann auch andersrum. Längs, dann in der Breite. Und dann kann man so schön drehen. Sieht auch schön aus, wie ein Igel. Ja, und die Stücke kann ich ganz einfach dann hier mit dem Löffel oder mit dem Messer einfach trennen. Ja. Das ist eine einfache Sache und auch sauber vor allem, weil wenn man es mal schält und dann schneidet, dann gibt es dreckige Hände. Aber so ist ganz einfach zu schneiden. Jetzt ist die Mango fertig geschnitten und die Stücke kommen in einen Messbecher. Ich brauche noch 2 Scheiben Zitrone, die ich auch zu den Mangostücken reingebe. Ich nehme die Kerne raus. Das ist die Zitrone. Ja, und dann ein bisschen kleiner schneiden. Und dann geben wir die Stücke auch dazu. Dann brauche ich meinen Pürierstab. Es wird jetzt schön püriert, aber auch nicht zu viel, so dass dann kleine Stücke noch erhalten bleiben. So schmeckt es besser. Zumindest mir schmeckt es so. So ist die Konsistenz. Genauso möchte ich haben. Man braucht eigentlich keinen Zucker dazu. Die Mango ist so schön süß. Das schmeckt. Und mit der Zitrone, ihr werdet begeistert sein. Nun werde ich die Gläser schön schichten und ich fange an mit dem Mango-Püree. Das kommt unten auf dem Glas als erste Schicht. Ich habe übrigens hier 2 Gläser. Die Mengeangabe ist für 2 Gläser. Die zweite Schicht nehme ich Naturjoghurt. Die nächste Schicht ist wieder Mango-Püree. Obendrauf kommt noch ein bisschen Joghurt. Wir möchten schließlich schön für die Augen haben. Und als letztes habe ich mir hier ein paar Stücke
aufbewahrt und die kommen oben drauf. Und jetzt, um für die Augen noch schöner zu machen, werde ich dann ein bisschen Kakao drüber streuen. Et voilà! Das leckere Dessert, unser Mango-Nachtisch, ist jetzt fertig zum Servieren. Ich freue mich schon riesig darauf. Und ja, es ist empfehlenswert. Macht es nach, ihr Lieben. Ihr werdet begeistert sein. Versprochen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert. Die Neuen, die dabei sind, da auf den roten Button drücken und abonnieren. Es ist umsonst und es macht mir eine große Freude. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.